Moana, ich habe eine richtig gute Idee. Lass uns doch die Drohne fliegen. Ich bin gar nicht die echte Moana, Blippi. Ich bin auch gar nicht der echte Blippi Moana. Aber das ist eine sehr gute Idee. Wir werden jetzt zusammen mit euch 40 Minuten lang Moana aus dem neuen Disney-Film Moana 2 überwachen. Und das mit der Drohne und wir suchen wirklich die echte Moana. Dann lasst uns doch jetzt mal sofort die Drohne mit euch da draußen starten. Hier ist unsere Drohne und wir werden jetzt zusammen mit euch 40 Minuten lang Moana überwachen. Halt, stopp! Wir haben so viele neue Zuschauer. Ihr könnt uns jetzt alle einmal einen Gefallen tun. Abonniert jetzt unseren Kanal. Umso mehr von unseren neuen Zuschauern jetzt unseren Kanal abonnieren, umso schneller können wir Moana finden. Und das Beste ist, abonnieren ist komplett kostenlos. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten jetzt die Drohne. Moana muss aufpassen. In 3, 2, 1. Hui. Wir fliegen jetzt direkt zu Moana, denn Moana ist gefangen in einem Käfig. Wir müssen sie unbedingt finden, weil wir wollen sie ja befreien. Aus diesem Grund haben wir jetzt unsere Drohne gestartet. Mit unserer Drohne können wir das ganze Gelände absuchen, bis wir Moana finden. Hoffentlich finden wir sie auch und es darf nicht zu spät sein, sonst passiert was Schlimmes. Wir müssen jetzt Moana ganz, ganz schnell mit euch da draußen finden. Aus diesem Grund schaltet dieses Video nicht ab. Hoffentlich finden wir sie auch wirklich mit unserer Drohne. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Leute, Mann, da ist sie, das ist Moana! Und da ist das Gefängnis! Ihr könnt es sehen, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Moana ist eingesperrt. Die arme Moana einfach eingesperrt und sie kommt nicht raus. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Du musst jetzt diesem Kanal ein Abo geben, wenn du ein neuer Zuschauer bist. Abonnier unseren Kanal. Und abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Leute, Mann, wir helfen uns damit. Wenn du ein neuer Zuschauer bist, abonnier jetzt. Aber wir müssen Moana weiter... Ihr habt's gesehen, Moana ist eingesperrt. Wir müssen jetzt unbedingt nach Maui suchen. Denn Maui ist vielleicht vor Ort und kann das Schloss öffnen, nachdem ihr ein Abo gegeben habt. Ihr wisst ja, wie Maui aussieht. Sehr groß, sehr stark. Er ist ein Halbgott. Der kann dieses Gefängnis mit bloßen Händen kaputt machen. Schau mal, da unten ist ein Supermarkt. Was ist, wenn Maui gerade in dem Supermarkt einkaufen ist? Das bedeutet, wir fliegen jetzt direkt mit der Drohne dahin. Hoffentlich finden wir Maui. Ihr seht auch da unten ganz viele Leute laufen, aber ich sehe kein Maui. Ihr Du weißt ja, wie Maui aussieht. Groß und stark, aber hier ist kein groß und starker Mensch. Nee, irgendwie, vielleicht ist er dann doch nicht beim Supermarkt. Wenn er nicht beim Supermarkt ist, lass uns doch mal zum Wasser fliegen. Natürlich, weil der kommt ja von der Insel. Er muss doch irgendwie von der Insel durchs Wasser. Mit dem Boot ist er vielleicht übers Wasser an Land gekommen. Leute, Mann, wir fliegen jetzt mit euch direkt zum Wasser, oder? Auf jeden Fall mit der Drohne direkt an den Strand zum Wasser. Dann hoffen wir einfach, ob wir auch Maui sehen. Ihr könnt es erkennen. Hier ist das Meer, hier ist das Wasser. Sehr schön, ihr seht das Meer und das Wasser und hoffentlich ist da irgendwo Maui am Strand. Und da unten ist auch schon der Strand, aber ich sehe keine Person. Schaut euch mal an, wie groß das ganze Gebiet ist. Oh mein Gott, zum Glück sind wir mit der Drohne dort. Wir müssen jetzt eigentlich den ganzen Strand abfliegen und hoffen, dass Maui da irgendwo ist. Wir haben ja jetzt Moana gefunden. Wie sehen sie im Käfig eingesperrt ist. Das Gute ist, sie kann nicht abhauen. Moana ist da gefangen, sie kann nicht weg. Aber du hast gesehen, das Gefängnis ist super klein. Sehr winzig und da ist die arme Moana einfach eingesperrt. Aus diesem Grund fliegen wir mit euch jetzt den ganzen Strand an. Wir suchen als nächstes Maui, den Freund von Moana. Der stärkste überhaupt von der ganzen Insel. Er muss da irgendwo sein. Schau mal, da ist Maui. Ja. Am Strand, am Wasser steht Maui. Ja, und ihr seht jetzt, wie stark er ist. Leute, Mann, das bedeutet, wenn da Maui ist, müssen wir jetzt zurück zu Moana fliegen und ihr mitteilen, dass da Maui ist. Ja, die sind ganz nah beieinander. So weit entfernt sind die ja gar nicht. Ihr habt es gesehen, Leute, Mann, wir haben Maui gefunden hier beim Strand. Das bedeutet, wenn wir jetzt zu Moana fliegen und es ihr mitteilen, dann kann Maui Moana befreien. Wir haben echt gute Chancen, dass das wirklich funktioniert. Schau mal, Moana ist immer noch eingesperrt. Immer noch eingesperrt in diesem kleinen Käfig. Das bedeutet aber, Moana ist jetzt hier gefangen. Wir müssen wieder zurück zu Maui. Ja, natürlich. Die müssen sie ja irgendwie zueinander finden, dass Maui Moana befreien kann. Das heißt, wir müssen Maui irgendwie dazu bekommen, zu Moana zu gehen. Aber wie können wir das machen? Wir haben nur eine Drohne. Das Gute ist aber, wir wissen, wo Maui ist. Irgendwo am Strand. Der war hier gerade noch. Ihr habt es gesehen, Leute, der war hier gerade noch am Strand. Wo ist Maui hin? Ist er weg? Der ist nicht mehr da. Sag mir jetzt nicht, der ist schon auf dem Weg vielleicht zum Gefängnis von Moana. Das wäre natürlich perfekt, wenn jetzt Maui direkt zu Moana geht. Das müssen wir aber wissen. Deshalb fliegt nochmal die ganzen Strand und den ganzen See ab. Unter dem Baum sitzen irgendwelche Leute, aber das ist nicht Maui. Ihr habt Maui gesehen. Den kann man gar nicht übersehen. Du hast recht, wir fliegen jetzt den ganzen Strand ab, weil irgendwo am Strand muss sich ja Maui befinden. Der ist ja gerade erst angekommen. Wir haben ihn ja gesehen. Guck mal, da vorne ist ein großes Schiff. Ist er vielleicht aufs Boot, aufs Schiff gegangen? Vielleicht ist er mit diesem Boot hier zu uns gefahren. Und jetzt ist er vielleicht wieder auf dem Schiff. Und holt irgendwelche Sachen, damit der Moana befreien kann. Wir haben eine Drohne, da ist ein Schiff. Ich würde sagen, Abflug. Hier abonniert nochmal den Kanal, Leute. Bitte abonniert diesen Kanal Cayman und Flexi. Es ist komplett kostenlos zu Vor allem, abonnieren. wenn du ein neuer Zuschauer bist, dann abonnier es recht.
Oh mein Gott, da ist das Schiff. Boah, ist das groß. Aber da ist kein Moa. Nee, da ist keine Maui, oder? Da ist kein Maui. Das kann doch nicht sein. Schaut mal, wie groß das Schiff ist. Da ist überhaupt kein Mensch. Ich glaube, das ist ein Öltanker. Oder ein Geisterschiff. Ist es ein Geisterschiff? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe keine Person dort und kein Maui. Ich fliege noch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das erkennen könnt. Boah, Leute, auf der Drohne sieht das Schiff echt klein aus, aber in Wirklichkeit ist es riesengroß. Und ihr könnt es erkennen, das Schiff steht auf der Stelle. Das fährt ja gar nicht. Das fährt wirklich nicht. Vielleicht ist da wirklich Maui an Land gekommen. Von dem Schiff, deshalb steht's da. Meinst du, der ist an Land gegangen? Natürlich, aber das heißt ja, dann muss er an Land sein. Das heißt, ihr könntet sich unter der Brücke vielleicht verstecken. Dann fliegen wir jetzt zur Brücke. Ihr könnt die Brücke ja hier vorne sehen. Natürlich. Was ist, wenn sich Maui unter der Brücke versteckt hat? Oder da ist irgendwas und deshalb ist er da hingegangen. Leute, Mann, wir fliegen mit euch jetzt auf jeden Fall zu dieser Brücke und schauen nachher auch unter die Brücke. Vielleicht finden wir ja was. Auf dem Boot ist er nicht. Am Strand ist er nicht. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, ihn unter der Brücke zu finden. Und ihr könnt es sehen, unter der Brücke ist irgendwas. Seht ihr das? Da ist irgendwie ein Spielplatz oder so? Ja, da ist echt was. Auf jeden Fall keine Wiese, kein Wasser, sondern irgendwas Komisches. Da müssen wir jetzt direkt mit der Drohne hinfliegen. Und ihr seht es, da ist so ein runder Weg, der nach unten führt, unter die Brücke. Seit wann habe ich noch nie gesehen, einen runden Weg, den es unter die Brücke geht? Ich kenne Treppen, die gerade runtergehen. Oder runtergehen. Schaut ihr das mal an. Was ist das denn? Könnt ihr das erkennen? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Da ist ein ganzer Freizeitpark unter der Brücke. Was ist das? Sind das Autos? Da kann man ein Autorennen machen. Das sind echte Autos. Polizeiauto, Feuerwehrauto, ein Motorrad. Wie cool ist das denn, Leute? Da ist bestimmt Maui irgendwo in der Nähe. Ich bin mir ganz sicher. Und da ist noch ein Minigolfplatz unter der Brücke. Aber keiner ist da. Da ist Maui. Ich hab dir recht. Hallo Maui. Oh mein Gott. Okay, der hat uns irgendwas gesagt. Hast du gehört? Seine Lippen haben sich bewegt. Der hat Hi Hi gesagt. Wir müssen das Hühnchen Hi Hi finden. Vielleicht ist es hier unter der Nähe. Natürlich, Maui ist nicht alleine gekommen. Mit Hi Hi und Pua. Ihr kennt doch alle das Schwein Pua. Das ist der beste Freund von Maui. Und das Hühnchen Hi Hi. Oh mein Gott. Die sind auch da. Leute, wir müssten sie finden. Ihr wisst ja, wie die sehen. Wir suchen jetzt nach einem Schwein und einem Huhn. Und das Gute ist, dann sind die zu dritt. Und so können sie Moana auf jeden Fall vom Gefängnis befreien. 3 gegen Moana, das ist ideal, dann können die rausholen. Zu dritt auf jeden Fall, da bin ich mir 100%ig sicher. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir werden zusammen mit Maui Moana befreien. Ich fliege jetzt mal unter der Brücke entlang. Ihr könnt es sehen, das sind aber nur Leute, die spielen, aber kein Hühnchen, kein Schwein. Stimmt, das sind Menschen. Wir suchen gerade ein Hühnchen und ein Schwein. Okay, lasst uns mal kurz überlegen. Wir haben Maui gerade bei dem Minigolfplatz gesehen. Wichtig, dass wir ihn wirklich wiedergesehen haben. Aber wo könnte er jetzt hingegangen sein? Am Strand vielleicht? Ich fliege gerade den Strand ab. Ihr könnt es sehen, Leute, ich fliege damit. Aber er war doch vorhin schon am Strand. Und jetzt hast du doch gesehen, dass Maui weiter ins Festland gegangen ist. Er war am Strand und jetzt war er weiter drin. Meinst du vielleicht, er ist gerade auf dem Weg zu Moana? Ich glaube schon, weil die haben eine enge Verbindung. Er weiß, glaube ich, ungefähr, wo sie eingesperrt ist. Wenn das wirklich stimmt, was du gerade gesagt hast, dann wäre das natürlich perfekt. Wir suchen jetzt noch mal kurz 1 Minute mit euch zusammen hier den Strand ab und dieses Feld. Und wenn deiner nicht ist, fliegen wir einfach zurück zu Moana. Genau, weil das ist auch eine Wiese, da kann natürlich Maui auch sein. Und hier ist eine Zahl, 690. Was bedeutet diese Zahl? Ist das ein Hinweis? Aber für was? Ich weiß es nicht. 690? Ich glaube, das ist kein Hinweis. Ich glaube, das ist einfach hier von dem Park irgend so ein Schild. Ach natürlich, das ist ein Hinweis auf den Park generell. Okay, wir müssen unbedingt weiterfliegen. Boah, schau mal ganz da hinten, Leute, könnt ihr das erkennen? Da ist ein riesengroßes Boot. Schon wieder. Es ist aber nicht das gleiche von letztem Mal, das ist ein anderes Boot. Das sieht aus wie ein Militärschiff. Oh mein Gott, was macht denn das da einfach so da im Meer? Schau mal, das ist gepanzert, Leute. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Das sieht ganz anders aus wie andere Boote. Was ist, wenn das die Freunde von Maui sind? Der hat sie hierher bestellt mit dem Boot. Alle, du meinst, der ganze Stamm von der Insel hat er jetzt hergebracht, um natürlich Moana zu retten. Und die können natürlich nicht mit so einem kleinen Boot fahren, die müssen mit einem riesen Segelschiff kommen. Wir haben ja eine Drohne, wir können doch alles anschauen, wir fliegen jetzt direkt zu diesem komischen Boot. Und es ist komplett grau, die Fenster sind abgedunkelt, man kann nicht reingucken. Habt ihr das schon mal gesehen? Ein Boot, was komplett grau-silber ist? Ich sehe... Was ist denn da? Ist da überhaupt jemand? Da ist nicht mal eine Person drauf. Man kann nicht mal in die Fenster reinschauen. Das ist ein geheimes Boot. Ich glaube nicht, dass das von Maui ist. Es ist vielleicht ein Boot von der Stadt. Oder von dem Bösewicht. Natürlich! Wie ist denn überhaupt Moana eingesperrt worden? Sie hat sich sicher nicht selbst eingesperrt.
Das ist das Hauptquartier von dem Bösewicht, Leute. Natürlich, und der ist auch von der Insel hierher gefahren. Er hat ja hier Moana eingesperrt. Deswegen ist er auf der anderen Seite von dem Ufer. Er beobachtet aus der Ferne Maui. Ganz genau, er beobachtet alles, was jetzt gerade passiert. Wir fliegen direkt zu Moana mit euch wieder, Leute. Sonst ist sie weg. Leute, vielleicht ist ja auch schon Maui bei Moana. Und hat sie befreit. Das wäre natürlich ideal. Ja, dann ab geht's zurück zu ihr. Wir müssen es beobachten mit euch da draußen zusammen. Leute, ihr habt es doch gesehen. Ja, hier hinter dieser Mauer war Moana. Das Gute ist, wir haben nicht vergessen, wo Moana ist. Nämlich genau da hinten ist dieser Käfig mit Moana innen drin. Wie eine kleine Wüste in der Innenstadt. Und fällt dir was auf? Das ist wie, da ist kein Haus, da ist nichts. Nur ein Käfig mit Moana. Und ganz, ganz viel Sand. Ja eben, ja natürlich wie am Strand, ist doch klar. Damit sie sich wie zu Hause fühlt. Ganz genau so ist es. Wow, das ist Maui. Oh mein Gott, ja. Habt ihr es gesehen? Maui hat gerade die Tür geöffnet von dem Gefängnis. Leute, lasst ein Like da. Maui hat es wirklich geschafft, Moana zu befreien. Und zu retten. Und jetzt reden die beiden miteinander. Natürlich, sie bedankt sich, ist doch logisch. Wie cool ist das denn, Freunde? Ihr lasst jetzt auf jeden Fall nochmal ein Abo da. Vor allem, wenn du ein neuer Zuschauer bist. Schau mal, sie sind weg. Ich weiß es nicht. Hä? Habt ihr es gesehen? Die waren doch gerade noch da. Sie sind weg. Das kann doch nicht sein. Was ist, wenn die zum Wasser gegangen sind und mit dem Boot nach Hause fahren? Natürlich, sie müssen ja irgendwie wieder zurück zur Insel. Das bedeutet ab zum Wasser. Da ist schon ein Boot. Vielleicht sind sie auf diesem Schiff. Natürlich, klar. Sie müssen ja zur Insel zurück. Sie fahren jetzt aus der Stadt wieder zu ihrer Insel nach Hause. Hoffentlich werden sie nicht von diesem anderen Boot verfolgt. Wir müssen unbedingt nachschauen. Bösewicht, meinst du? Wir müssen jetzt zu dem Boot und nachschauen, ob da Maui und Moana ist. Aber er hat es wirklich geschafft und hat sie befreit. Und fällt euch was auf? Das ist das einzigste Schiff, was sich auch bewegt. Natürlich, also hoffen wir, dass beide auf diesem Schiff sind und endlich zu ihrer Insel zurückfahren. Ich sehe aber leider nichts. Ich auch nicht, da ist überhaupt keiner. Da ist keine Person auf diesem Schiff. Natürlich nicht. Das Boot heißt auch Lisa. Warum? Und das Boot heißt nicht Moana, sondern Lisa heißt das Boot. Ihr könnt es sehen, hinten am Boot steht's Lisa. Das ist nicht das Boot von Maui und Moana. Wir müssten ein Boot finden, auf dem Maui oder Moana draufsteht. Eben, Lisa, auf keinen Fall, wir sind völlig falsch. Das ist das absolut falsche Boot. Aber die Idee, dass sie abhauen und dazu Wasser brauchen, ist perfekt, Leute. Natürlich, sie müssen irgendwo da sein und ein eigenes Boot haben, weil sie zurück wollen. Schaut mal, habt ihr das gesehen? Da war ein kleines blaues Boot auf dem großen Schiff. Da war aber leider niemand drin. Aber in so einer Größe stelle ich mir vor, dass die beiden wieder nach Hause segeln. Okay, dann suchen wir jetzt mal den Strand ab. Aber wie willst du denn dein Boot zu Wasser lassen? Du musst dein Boot von dem Sandstrand ins Wasser schieben. Ganz genau, deshalb müssen wir jetzt da alles absuchen mit der Drohne und hoffen, dass wir ein Boot finden, was etwas kleiner ist und am besten ist, was Moana heißt. Oder Moana und Maui auf sind. Natürlich, weil eigentlich sind die eigentlich ein süßes Paar. Die passen eigentlich perfekt zusammen. Schaut mal hier hinten, hier sind ganz viele kleine Boote. Könnt ihr das erkennen? Seht ihr das? Das sind echt so viele Boote. Wir müssen jetzt eigentlich mit der Drohne jedes einzelne Boot absuchen und schauen, ob da Maui und Moana ist. Und das machen wir jetzt auch mit euch zusammen. Deswegen habt ihr auch in dieses Video reingeklickt. Ihr wollt sehen, wie Moana und Maui nach Hause kommen. Am besten lasst ihr alle nochmal ein Like da, dann haben wir gute Chancen, das Boot auch wirklich zu finden. Schaut mal, hier ist aber kein Maui drauf und keine Moana. Aber so viele verschiedene Boote, ein Boot nach dem anderen. Das ist aber nicht das Boot von Maui und Moana. Glaube ich auch nicht, da ist überhaupt niemand auf diesen Booten gerade. Das heißt, wir fliegen wieder zurück. Irgendwo am Strand muss ihr Boot sein. Leute, Mann, ihr braucht jetzt auf jeden Fall Geduld. Leute, wir finden die hoffentlich noch gleich mit euch. Ihr schaut das Video bis zum Ende, dann schaffen wir das zusammen. Okay, Leute, hier ist noch ein riesen Schiff, ein Tanker. Das glaube ich eben nicht, dass die beiden auf so ein großes Schiff gehen. Ich glaube eher, dass die beiden auf ein kleines Schiff gehen. So aus Bambusrohren zusammengebaut mit einem kleinen Segel, Leute, damit fahren die in Urlaub. Ja, das hat Maui auf seiner Insel gebaut, um sie hier zu befreien. Nach sowas müssen wir Ausschau halten. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück zur Brücke, weil an der Brücke haben wir Maui das allererste Mal gesehen am Strand. Stimmt, es war am Strand und dann bei diesem Park unter der Brücke. Ich glaube auch, dass er da irgendwo sein Boot versteckt hat. Und ihr seht es, Leute, wir sind jetzt genau bei dieser Brücke. Ganz genau. Und da, er hat das Boot versteckt. Da ist was Buntes. Das kann sein. Was ist das, ein Zug? Ein Zug? Wir suchen ein Boot und kein Zug. Was ist, wenn Maui und Moana mit dem Zug nach Hause fahren? Mit dem Zug? Tschu-tschu. Aber warte, ein Zug kann doch nicht einfach durchs Wasser fahren. Natürlich nicht, aber die fahren über Land nach Hause. Und du weißt, wo sie wohnen. Auf einer Insel. Insel bedeutet, dass eine Insel rundherum alles voller Wasser ist. Ein Zug kann da nicht fahren. Du hast komplett recht und ich sehe auch keinen
kein Moana und kein Maui in diesem Zug. Leute, wir suchen immer noch das Boot. Der Zug ist auf jeden Fall falsch. Dann fliegen wir jetzt direkt zu dem Strand. Ihr seht ja das Ufer und das Wasser und da fliegen wir jetzt mit euch hin. Wir haben sie doch die ganze Zeit immer gefunden. Nur jetzt finden wir sie nicht mehr. Ich schau mal kurz am Strand, ob ich da irgendwas erkenne. Das ist ein Floß. Das ist ein Floß, ihr seht es, das ist das Boot mit Maui und Moana drauf. Und ihr seht das Zeichen auf dem Segel. Ihr seht das Zeichen. Das bedeutet, Maui und Moana fahren jetzt nach Hause. Ende gut, alles gut. Wir haben wirklich jedes einzelne Happy Meal hier. Hier ist Maui. Hier ist Pua. Wir haben das Moana 2 Happy Meal und das Hühnchen Hi Hi. Und wir haben eine große Schatzkiste von Kokomora, die wir heute mit euch öffnen werden. Die Schatzkiste werden wir natürlich ganz am Ende des Videos erst öffnen. Deshalb lasst ein Like da. Und schaut das Video bis zum Ende. Flexi, lass uns die Schatzkiste wegtragen. Meine Güte, ist die schwer. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Aber wir öffnen mit euch jetzt alle Moana 2 Happy Meals. Wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Aus diesem Grund öffnen wir als erstes das Moana 2 Happy Meal. Und ich bin schon so gespannt, was in diesem Baiana Happy Meal alles drin ist. Wir verschwenden keine Zeit und öffnen es in 3, 2, 1. Wow! Okay, guckt es sich mal an. Was? Da ist eine Wassermelone drin? Eine Wassermelone, wirklich vom Ozean. Oh nee. Das ist keine Wassermelone. Ich glaube, das sind nur Wassermelonentücher. Aber schau mal, die Tücher sind ja genauso rund wie eine Wassermelone. Und da ist nicht nur eins drin, da sind ganz viele drin. Aber für was brauchen wir denn? Die können wir ja gar nicht essen. Ich weiß auch nicht, warum wir die nicht essen können, aber das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, wenn wir den ganzen Tisch mit Wassermelonen voll machen. Leute, lasst ein Like da, aber jetzt schau doch noch mal in das Happy Meal rein, da muss doch noch was anderes drin sein. Da ist noch eine echte Wassermelone drin, schaut mal. Wow, guckt euch das an, da ist ja wirklich eine echte Wassermelone drin. Hol sie raus. Ich hol sie raus, schaut es euch mal an. Oh mein Gott, da ist wirklich eine echte Wassermelone. Lasst uns keine Zeit verschwenden und sie aufschneiden. Ja. Schau mal, ich habe hier ein extra Messer, damit können wir versuchen, die Wassermelone aufzuschneiden. Okay, das hört sich echt gut an und ihr schaut am besten zu, was passiert in 3, 2, 1. Ja, Wassermelone. Hey, cool. Oh mein Gott, schau mal. Hey, da sind irgendwelche Flecken drin. Leute, könnt ihr die Flecken sehen? Schaut mal, Oh! Was passiert hier? Oh mein Gott, das ist doch keine normale Wassermelone mehr. Könnt ihr das erkennen? Was ist das? Ich weiß nicht, warum ist die denn blau innen drin? Ich schneide doch weiter auf, vielleicht finden wir noch mehr. Normal ist sie doch immer rot und die Kerner sind schwarz, aber doch nicht blau. Leute, guckt euch das mal an, das ist doch nicht normal. Hier ist echt viel Blau drin und hier. Warum? Warum? Weil sie einfach zu lange im Ozean lag. Was ist das Wasser? Das Salzwasser, das blaue Meerwasser vielleicht. Ich schau mal weiter, vielleicht finden wir noch mehr. Okay, Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da, während wir diese teuflische Melone aufschneiden von Moana. Vielleicht ist ja die Wassermelone verschimmelt. Ach nein, warum denn? Sie kommt doch von der Insel Motunui. Guck mal, hier ist es sogar gelb. Gelb? Auch noch gelb dabei? Ihr könnt es sehen. Können wir die jetzt essen oder nicht, wenn sie blau ist? Komm, wir müssen es einfach probieren. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Du beißt rein und let's go. In 3, 2, 1. Schmeckt wie eine ganz normale Wassermelone, oder? Die ist wirklich sehr lecker und ist um 3 Uhr nachts zum Moana 2 Happy Meal. Aber habt ihr das schon mal gesehen? Eine blaue Wassermelone. Leute, lasst ein Like da. Das gibt's doch noch nur hier bei Cayman und Flexi. Ich glaube, das Happy Meal ist verflucht, aber wir haben ja noch 3 weitere Happy Meals plus unsere Schatztruhe. Oh mein Gott. Das Baiana 2 Happy Meal war schon richtig krass, aber wir haben noch 3 weitere. Welches sollen wir öffnen? Hi Hi, Maui oder Pua? Wir nehmen natürlich Maui, den Halbgott. Gib mir ein Jihu. Jihu! Schaut es euch mal an, das Maui Happy Meal, das tropft schon und fällt auseinander. Weißt du, was das bedeutet? Das Happy Meal kommt direkt vom Ozean. Dann öffnen wir es mal von unten in 3, 2, 1. Okay. Boah, was ist das denn alles? Ihr könnt es sehen, das ist das offizielle Maui Happy Meal. Es ist komplett leer. Leer ist es, aber schau mal, was da alles drin war. Okay, ich sehe hier irgendwelche Brillen. Ey, guck mal, das sind richtig coole Brillen. Das heißt, die Brillen müssen man aufziehen, oder? Oder? Aber was ist das hier? Ich weiß es nicht. Das sind Bälle. Das sind ganz normale Bälle. Fürs Wasserspielen? Nein, oder? Sind es nicht? Warte mal. Warte. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Warte. Warte mal. Leute, das ist Salzwasser.
Das ist Salzwasser, das ist der echte Ozean. Damit will man, dass man den Ozean schmecken kann. Wie cool ist das denn? Ihr wisst doch alle, Moana und Maui leben auf einer Insel und um eine Insel herum ist ganz viel Wasser, also der Ozean. Und da ist Salzwasser und jetzt haben wir das echte Salzwasser im Maui-Halbgott Happy Meal. Aber hier sind noch 2 Strohhalme. Warum sind hier noch 2 Strohhalme drin? Natürlich, damit wir den Ozean trinken können. Okay, probier mal. Und wie schmeckt der Ozean? Nach was schmeckt er? Nach Salz. Leute, trinkt auf gar keinen Fall Salzwasser. Wie cool ist das? Du bist ja ein richtiger Indianerhäuptling. Oh, ist das lecker, aber es ist so salzig. Schaut es euch mal an, wie cool ist Schau das mal, wie denn? viel Warte, schau mal. Hä? Seht ihr das? Da kommt kein Wasser raus. Und bei dem Ball? Bei dem Ball kommt kein Wasser raus. Warum? Wieso kommt hier kein Wasser raus? Schau mal, was da drin ist. Wow! Oh, was ist das denn? Komm mal her, Tom, was ist das? Was ist das? Das ist ein Drache? Natürlich, gegen den hat Maui auf der Insel gekämpft, weil er ist ja ein Halbgott. Okay, aber ein Drache hier drin, hier sind grüne Bälle und rote Bälle. Was haben die Farben damit zu tun? Ich weiß es nicht, aber ein einzelner Drache und Bälle voller Salzwasser. Ey, das ist absolut genial, was in diesem McDonald's Happy Meal von Maui drin ist. Erst das Moana Happy Meal und jetzt noch das Maui Happy Meal. Und das Beste ist, wir haben ja noch die Schatzkiste, Leute. Lasst jetzt alle mal ein Like da. Die werden wir ganz am Ende öffnen. Von Kokomora. Ihr kennt doch alle die Kokosnuss Kokomora. Aber wir haben noch 2 weitere Happy Meals, die wir jetzt mit euch öffnen. Jetzt haben wir gar noch 2 Happy Meals. Einmal pur und einmal hey hey. Und wir öffnen Hi Hi als allererstes. Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und schauen mit euch direkt rein. In 3, 2, 1. Oh! Wow. Was ist das? Ein Glas. Guck Da mal, ist ein Leute. Glas drin. Da ist nur ein Glas drin. Oh, guck mal Gott, da ist wieder Wasser, da ist wieder mehr Wasser. Da wollte ich gerade sagen, das ist wieder Salzwasser, aber da ist doch irgendwas Buntes, schwimmt da drin. Ihr könnt es sehen. Könnt ihr es erkennen, was da drin ist? Irgendwas schwimmt da. Ich glaube, das müssen wir rausholen. Schütt mal alles raus, ich will wissen, was das ist. Okay, wir schütten es aus mit euch. Okay, was ist das? Guckt euch das mal an, Freunde. Das sind Meerestiere. Aber natürlich einen Haifisch. Oh mein Gott, ein Seepferdchen. Und hier ist eine Qualle. Könnt ihr das erkennen? Das sind ja richtige Meerestiere, die im Meer und Ozean leben und wohnen. Ein Oktopus, ein Tintenfisch. Oh mein Gott, das sind echte Tiere und es kommt alles von dem Hühnchen Hey Hey. Wie heftig ist das? Denkst du, das Hühnchen Hi Hi hat das gegessen? Das glaube ich nicht, weil das ist doch der Begleiter von Moana. Aber weißt du was? Wir können doch jetzt mal was essen. Ich esse auf gar keinen Fall Meeresfrüchte. Willst du eine Meeresfrucht essen? Natürlich. Hier ist der Delfin. Den nennt man auch Flipper. Den kennt man doch überhaupt. Dann hau ihn rein. Schaut es euch mal an. Oh, der geht aber gut runter. Na, sagen wir mal so, der ist einfach runtergeschwommen. Das ist eigentlich für Hi Hi das Futter und wir müssen es doch nicht essen. Natürlich, das ist Fischfutter. Das essen ja die Hühnchen. Und was ist das? Hier sind noch irgendwelche 2 roten Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das sind natürlich Bälle zum Spielen. Lasst uns auf jeden Fall jetzt die Meeresbewohner zurück in ihr Aquarium packen. Natürlich, damit Hey Hey auch das wieder essen kann, das Fischfutter, nur für ihn. Okay, das bedeutet, Leute, wir haben jetzt noch ein einziges Happy Meal und das ist das Schweinchen Pua. Aber das ist natürlich nicht das letzte Stück in diesem ganzen Video, weil wir haben natürlich noch die Schatzkiste. Lasst uns aber keine Zeit verschwenden. Ihr liked dieses Video und abonniert diesen Kanal und wir öffnen jetzt zusammen mit euch Pua in 3, 2, 1. Schaut es euch an, Freunde, das ist echter Sand von dem Strand. Oh mein Gott, kommt der Sand vielleicht von der Insel Motunui, weil das Pua Happy Meal ist? Guckt es euch mal an, wie cool es ist. Das ist echter Sand, Freunde. Sollen wir da mal mit einer Sandburg bauen? Versuch mal, hol mal den Sand raus. Okay. Wie cool ist das denn? Ein echter Fisch aus Sand. Ihr könnt es erkennen. Hier ist der Fisch. Das ist die Form. Es funktioniert wirklich mit dem echten Sand vom Strand. Und was ist das hier? Das ist eine Burg. Eine damit kann man Sandburg. spielen natürlich. Damit baut man einfach was. Man kann sieben, man kann rechnen und mit dem Löffel den ganzen Sand holen und wieder in den Eimer packen. Ihr kennt es doch. Am Strand macht ihr doch genau das Gleiche. Und vor allem, das ist originaler Strand vom Sand von der Insel. Ganz genau, von Baiana 2. Das ist das Besondere. Dieser Sand kommt wirklich von der Insel. Kann man den essen? Motunui. Nein, Leute, ihr auch nicht. Man darf Sand natürlich nicht essen, weil es sind ganz viele kleine Kieselsteine im Mund und dann schmeckst du danach gar nichts mehr. Leute, ihr könnt es euch sehen. Der ganze Sand klebt zwischen meinen Zähnen. Am besten ist, wenn du jetzt mal mit Wasser und Seife deinen Mund ausspülst und ich hol mal die Schatzkiste, weil darauf habt ihr alle gewartet. Wir werden jetzt mit euch zusammen diese Schatzkiste öffnen. Leute, lasst ein Like da. Die Schatzkiste ist richtig schwer. Ich bin wieder zurück und ihr habt auf diesen Moment gewartet, dass wir jetzt diese Schatzkiste von Kokomora mit euch öffnen. Leute, lasst ein Like da und ich würde auch sagen, keine Zeit für den. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Dann öffnen wir die Schatzkiste und es
Jetzt schauen wir mal rein. Wow! Schaut es euch an, Freunde, da ist ganz viel Gold mit Aufpassen, drin. Mann, aufpassen! Wow. Schau mal hier, das ist eine Schlange, Hilfe, eine Schlange! Wie krass ist das denn, Freunde? Aber da ist noch viel mehr drin. Oh mein Gott, was ist das? Ich weiß es nicht, aber hier ist auf jeden Fall noch eine Ananas drin mit einer Klapperschlange. Aber eine Ananas, wir hatten doch erst eine Melone, hoffentlich ist die Ananas was Normales. Ich glaube, das, was du rausgeholt hast, ist eine Steinschleuder. Ja, natürlich, damit kann man irgendwas abschießen. Ah! Wie cool ist das denn? Aber wir sind jetzt auf jeden Fall reich, Leute. Da! Nein, oh mein Gott, ja, du Das hast sind recht! alle. Oh mein Gott, das sind alle! Warum sind da jetzt auf einmal alle? Und was haben die vor? Da ist Maui, das Pua-Schweinchen und Hai-Hai, das Hühnchen. Aber hast du ihn gesehen? Er hatte eine Waffe bei sich. Eine Sichel. Ja, genau! Wie im Urwald im Tropischen, damit man die ganzen Palmen abschlagen kann. Aber wir sind doch hier in der Stadt. Was hat er damit vor? Vielleicht will er wirklich das Boot zusammenbauen. Er will sich ein neues Boot damit bauen. Aber in der Stadt kann man doch kein Boot bauen. Er braucht hier nur Holz und Nägel und dann kann er sich ein Boot bauen. Aber es gibt doch hier überhaupt keinen Ozean. Du hast recht, wohin geht er dann? Ich weiß es nicht. Er braucht mindestens einen Helikopter und einen Hubschrauber. Das hat er aber auf gar keinen Fall. Und ihr seht es, hier ist eine Autobahn, hier ist weit und breit kein Meer, kein Wasser und kein Ozean. Dann müsste er wenigstens mit dem Auto fahren. Aber er kann nicht einfach ein Boot bauen hier. Vielleicht hat er sich wirklich ein Auto genommen. Ehrlich, wohin? Ich weiß es nicht, schaut mal da unten, da ist irgendwas Gelbes. Stimmt, da müssen wir jetzt mit der Drohne direkt hinfliegen. Komm, wir fliegen einfach ein Stückchen dahin. Oh mein Gott, das ist eine Brücke. Meinst du, der ist auf der Brücke? Ja, natürlich, wie im Ozean. Ich Es glaub gibt nicht. doch Seebrücken. Du hast recht, Seebrücken. Ja, natürlich. Auch im Meer gibt es eine Brücke an Land. Leute, es ist unglaublich, mal schaut euch mal an, was da unten ist. Noch ein Spielplatz. Noch einer. Das kann Ja. doch nicht sein. Ihr kennt doch alle Moana, die liebt Spielplätze. Natürlich, weil die spielen dort immer wie dort damals auf der Insel. Aber da ist niemand. Guck mal, was fällt dir auf? Weit und breit keine Person. Aber warum ist da überhaupt keine Person? Es ist gutes Wetter. Die Leute kommen extra von der Insel, wo richtig schöne Sonne scheint. Aber es ist keine Person da. Da ist die Sonne. Wo? Da. Nein, Ah nein, ist nur ein Auto gewesen. das war ein gelbes Auto, Flexi. Du hast dich leider geirrt, Mann. Ich dachte, es wäre ehrlich die Sonne, wie beim Ozean, wie bei Moana. Vielleicht hast du das ja auch gedacht, Leute. Aber Hey, da ist was Blaues. Du hast recht. Das sind die Fahnen. Die von Eiskönigin. Wollte ich gerade sagen, die Eiskönigin. Aber das ist nicht Moana. Wir suchen was Sommerliches. Und wenn die Eiskönigin in der Nähe ist, ist immer kalt. Da wird es richtig kalt. Ich fliege nochmal hier diesen ganzen Hochhaus entlang, weil ganz am Anfang des Videos hat Hai uns ja den Tipp gegeben, das Hühnchen. Irgendwo muss sie ja wirklich sein, weil sie muss ja mit dem Boot zurück zum Ozean gehen. Da steht was. Was ist da? Oh, Dor. Dory! Dory! Dory. Dory! Findet Dory von Findet Nemo! Ihr kennt doch alle Dory. Der Fisch, der im Ozean schwimmt! Ist das wirklich ein Hinweis von Moana und Maui? Oh mein Gott, ja, es ist auch Disney! Alles ist Disney! Vor allem alle Disney-Filme sind die besten Filme. Findet Nemo, findet Dory! Und die schwimmen alle in dem gleichen Ozean wie Moana und Maui! Schaut euch das mal an. Schaut euch mal dieses ganze Gebäude an. Das ist komplett verspiegelt, als würden die nicht wollen, dass wir reingucken. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Mit eurer Hilfe werden wir sie finden! Ihr seht es, da ist irgendwas Goldenes, Leute. Was ist das denn? Aber eine ganze Wand voller Gold! Das kann doch nicht sein. Da müssen wir hinfliegen! Ihr wisst doch, die ganzen Leute auf der Insel lieben so goldene, bunte Sachen. Natürlich, Hawaii! Schaut es an und es ist wirklich Hawaii. Leute, lasst ein Like da! Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht, schaut euch das an. Guck mal, das ist eine ganze Wand, die geht sogar bis hinters Haus. Oh mein Gott, Leute, ihr seht es, alles glitzert, alles ist goldfarben oder vielleicht sogar echtes Gold. Aber Moana und Maui sind hier nicht. Disney Moana ist hier nicht. Wo sind die alle? Die waren doch gerade noch dort. Wo sind sie alle denn hin? Vielleicht ist Moana mit Maui ins Kino gegangen, um den neuen Disney-Film von Moana zu sehen. Teil 2 meinst du? Das wäre richtig krass. Oh mein Gott, dann müssten wir aber auch dort dahin. Wir fliegen jetzt wieder zurück zum Kino und gucken mal, ob wir in das Kino rein können, Leute. Wie cool wäre das? Ihr wart doch bestimmt alle schon im Kino und in dem Film. Aber wir waren noch nicht. Wir müssen unbedingt auch ins Kino. Wir haben den Film gesehen im Kino, aber wir sind noch nicht mit der Drohne ins Kino rein. Mit der Drohne ins Kino, das war noch nie so weit. Okay, Leute, ihr seht hier unten den Eingang von dem Theater, von dem Kinohaus. Oh mein Gott,
fliegen wir jetzt da wirklich rein mit der Drohne. Leute, lasst ein Like da, wir werden mit der Drohne ins Kino fliegen. Wie cool ist das, Leute? Oh nein! Das ist Moana! Oh mein Gott, mit dem Paddel! Ah! Damals von ihrer Insel abgehauen und will jetzt zurück zu ihrer Insel, aber dafür braucht sie unbedingt ihr kleines Boot. Und die Frage ist, wo ist das Boot und wo ist sie? Deshalb haben wir die Drohne gestartet. Ich sehe hier einen Spielplatz, aber ich sehe keine Moana. Ihr kennt doch alle Moana. Und Maui, wie cool ist Maui? Die kommen doch alle von dieser Insel, wo es so schön aussieht und wo immer die Sonne scheint. So wie wir, immer gutes Wetter, Palmen und Sonnenstrahlen. Und natürlich der Sand am Strand, das ist das Wichtigste. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall Moana suchen. Ihr wisst ja alle, wie Moana aussieht. Sie hat immer ein cooles Ding an. Und Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da, wenn ihr auch wirklich den Film gesehen habt. Der war richtig gut, der Film. Wir haben den Film natürlich zusammen im Kino angeguckt. Es gab nichts Besseres. Ich sag nur, Happy! Schaut euch an, das Moana! Oh mein Gott, natürlich mit dem Paddel in der Hand. Und sie spielt mit Kokomora, der Kokosnuss. Oh nein, Oh! Habt ihr das gesehen? Die hat die Kokosnuss Kokomora auf unsere Drohne geschossen. Aber direkt auf die Drohne, warum das denn? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin, Leute? Sie ist abgehauen. Moana ist abgehauen. Aber wenn sie dort ist, dann muss doch das Boot auch in der Nähe sein. Leute, es ist schon mal richtig gut, dass wir jetzt Moana hier gefunden haben. Ihr lasst ein Like, dann abonniert diesen Kanal. Wo ist sie hin? Vielleicht ist sie hier hochgerannt. Wir fliegen jetzt mit der Drohne hinterher und hoffen, dass wir sie nochmal erwischen. Ist sie links gegangen, rechts oder geradeaus? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Wir schauen mal links, da kommt ein orangener Bus. Aber wo ist das Boot? Weil sie sucht ja nach dem Boot, wo sie hergeschwommen ist. Vielleicht ist sie geradeaus gerannt. Wollen wir da hin? Dann fliegen wir jetzt direkt geradeaus oder nach rechts. Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir zurück, Leute, weil wenn da Kokomora war und Moana, dann muss sie da irgendwo sein. Leute, ihr schreibt jetzt alle mal Boot in die Kommentare und lasst ein Like da, damit wir wirklich das Boot finden, was Moana gehört. Einfach reinschreiben und dann können wir hoffentlich Moana wieder zurück auf ihre Insel bringen. Sonst gibt es kein Teil 3 von dem Film. Aber hier stand sie, ihr habt es gesehen. Flexi, du hast es gesehen, hier war sie doch. Mit dem Paddel. Und Kokomora, der Kokosnuss, die ist so lustig. Ganz genau, die Kokosnuss war ja auch da. Die war klein, aber sie war da. Und sie hat unsere Drohne angegriffen, das dürfen wir nicht vergessen. Sie hat einfach die Kokosnuss auf die Drohne geschmissen. Ich flieg mal hier links rein. Auf das Oh mein Gott, da ist Moana. Wieder mit dem Paddel. Oh mein Gott. Und das Pur, das Oh mein Schwein. Gott, pass auf. Hi, hi, das Hi, hi. Das Huhn. Das Huhn, hi, hi. Und davor war das Schwein Pur da. Aber hast du gesehen? Wow, wie es- was oh macht mein der? Gott, pass auf. Der ist gegen unsere Drohne gelaufen. Das Und Huhn. Moana ist einfach mit dem Paddel über die Drohne drüber gesprungen. Und da hinten liegt irgendwas. Vielleicht ist da das Boot. Seht ihr das Ist Blaue? das ein Boot? Was ist das? Da ist irgendwas Blaues. Was Gelbes, was Rotes. Und was Grünes? Wieso das denn? Leute, was kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ein Brot ist immer braun. Ich weiß es nicht, aber es scheint, als wäre es auseinandergefallen. Ach, natürlich, es kann natürlich sein, dass hier an Land geschwommen ist mit dem Boot und dass das Boot auseinandergefallen ist. Das bedeutet, wenn das Boot kaputt ist, kann Moana nicht mehr zurück auf die Insel zu dem Häuptling Tui und Maui. Und das wäre ganz, ganz schlimm, weil dann ist die Familie nicht mehr wieder vereint. Aber ist dir eins aufgefallen? Moana ist nicht allein bei uns in der Gegend. Hi Hi ist da und das Schwein Pur. Natürlich, weil die alle mit dem Boot jetzt hier an Land gekommen sind. Aber das Boot, ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß auch nicht, wo das Boot ist. Wenn ihr das Boot seht, da Oh mein Gott. Hi Hi. Oh mein Gott, da ist das Huhn. Das ist gerade irgendwas. Wow, Pass auf, pass auf, pass auf. Hallo, wir sind hier. Ja, was willst du von uns? Oh mein Gott, vielleicht braucht er unsere Hilfe. Deshalb ist er so nah an die Drohne rangelaufen. Er hat doch gerade gezeigt, wir sollen weiterfliegen. Moana ist nicht hier. Das heißt, das Boot ist aber in der Nähe. Genau das wollte er damit sagen. Sollen wir wirklich zu dem Hochhaus fliegen, wo das Boot vielleicht ist? Ja, da müssen wir unbedingt hinfliegen, Mann. Ihr seht das Hochhaus da hinten, da fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Aus diesem Grund abonniert unseren Kanal und schickt das Video an eure Freunde. Und das Wichtigste, lasst auf jeden Fall ein Like da für Moana. Schau dir mal dieses riesen Hochhaus an und da soll das Boot von Moana sein? Das kann natürlich sein, man weiß es ja nicht, wenn du auf einem Fluss oder auf einem Ozean mit dem Boot schwimmst, wo das Boot dann landet. Ihr kennt doch alle Disney Moana. Ihr habt doch alle den Film gesehen. Wen findet ihr cool? Ich zum Beispiel mag die Kokosnuss Kokomora. Und was ist mit Moana? Moana oder Maui? Maui hat doch der, wo The Rock ist. Genau, ihr kennt doch alle The Rock, der richtig coole Wrestler. Und deshalb finde ich diesen Film richtig, richtig gut. Und deshalb werden wir mit der Drohne heute wirklich Moana überwachen. Schau mal da drüben, da ist ein grünes Schild an der weißen Wand. Seht ihr das? Ich sehe das, Mann. Ist es das der Film von Moana? Wir fliegen ein bisschen näher. Ihr seht doch da ein Werbeplakat für einen Kinofilm. Das muss der Film unbedingt sein.
Der Disney-Film Moana? Nein! Das ist Tarzan, der Film Tarzan. Oh nein! Das hat mit Moana gar nichts zu tun, das ist Tarzan! Aber Tarzan lebt auch im Dschungel und liebt diese coolen... Nein! Maui! Habt ihr es gesehen? Maui hat Hai am Hals. Spult mal zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Wir sind richtig mit der Drohne. Genau da, wo Tarzan war auch Maui. Aber Hai, das Hühnchen, hat uns den Tipp gegeben und jetzt hat Maui den Hai am Hals gegriffen? Aber warum denn? Warum? Weil er wahrscheinlich das Boot kaputt gemacht hat. Das bedeutet, Maui will nicht, dass Moana zurück auf die Insel will. Vielleicht gefällt es ihm in der Innenstadt so sehr. Aber das ist doch der Häuptling von der ganzen Insel, wo die alle hergekommen sind. Wo ist der hin? Ich schau mal auf dem Dach. Vielleicht ist ja Maui gerade aufs Dach gegangen. Wir müssen unbedingt nachschauen und jetzt fliegen wir mit der Drohne auf das Dach, wo Maui gerade war. Ich finde ihn aber nicht. Er ist nicht aufs Dach gegangen. Wo ist der hingegangen? Leute, das war so schnell. Ich habe mich umgeguckt. Er ist ja nach links gerannt, aber da war niemand. Er war doch gerade noch dort. Ich habe keine Ahnung, wo der ist und ihr seht es auch. Ihr müsstet doch Maui sofort sehen. Der hat nämlich nur ein T-Shirt an. Ja, und ist richtig breit, weil er von The Rock gesprochen wird. Darum geht es ja. Und ihr seht es, wir sind auch schon richtig. Hai hat uns zum Kino gelockt und hier ist das Kino. Leute, das ist unser Kino, wo wir persönlich immer hingehen und haben den Film natürlich dort geschaut. Und da ist sie! Moana, was machst du auf dem Dach? Hallo Moana. Die ist abgehauen. Boah, war die schnell. Hast du gesehen, wie schnell die war? Die war einfach weg. Die ist da, glaube ich, runtergesprungen vom Dach. Nein, das kann nicht sein. Sie wird auf keinen Fall vom Dach runtergesprungen sein. Vielleicht hat sie Tarzan abgeholt. Nein, niemals. Okay, Leute, ihr habt es gesehen. Moana stand gerade auf dem Dach. Wir müssen jetzt mal hier runtergehen. Ich vermute, die ist da runtergelaufen. Aber das Gute war, Moana sah richtig fröhlich aus und nicht böse. Das heißt, irgendwo muss ihr Boot sein. Sie weiß Bescheid, deshalb sah sie so glücklich aus. Es kann natürlich auch sein, dass Maui und Moana mit Hai und Pua gar nicht mehr zurück auf die Insel wollen. Was? Du willst mir sagen, sie wollen in unserer Stadt bleiben? Ihr gefällt so sehr in der Stadt. Es ist ein Stadtmädchen. Und sie wollen gar nicht mehr auf die Insel zurück? Leute, wir müssen das Video auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Ihr dürft nicht abschalten. Vielleicht finden wir heraus, was mit Moana passiert. Dann bleiben Sie ja einfach dort. Dafür müsst ihr alle mal ein Like da lassen, dass wir wirklich beim Kino sind und da mit der Drohne rumfliegen. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn Moana hier bleibt? Dann können wir noch viel mehr Videos für euch da draußen aufnehmen. Das wäre ja richtig cool. Wir müssen jetzt unbedingt schauen, was sie wirklich vorhaben. Okay, ich habe hier niemand gefunden. Fliegen wir mal auf die andere Seite, weil da ist wieder ein blaues Schild. Erst haben wir ein grünes gesehen und jetzt ein blaues. Das grüne Schild war Tarzan. Und was ist das blaue Schild? Ihr könnt es sehen. Das ist Disney, die Eiskönigin. Das ist Anna von der Eiskönigin. Frozen, ihr kennt doch alle den Film Frozen. Anna, oh mein Gott, gibt sie dort auch? Das sind Hinweise, das sind alles Disney-Filme hier bei dem Kino. Wir müssen reingucken, vielleicht können wir in das Kino hereinschauen. Tarzan, die Eiskönigin und noch Moana. Mit Maui, Hai und noch dem Schwein Pua. Ich glaube langsam, die treffen sich alle genau dort, wo wir mit der Drohne sind. Ich habe leider keine Chance, in die Fenster reinzugucken. Die sind verspiegelt. Ihr habt nur unsere Drohne gerade gesehen. Siehst du was? Nein, ich sehe gar nichts mehr hier dort. Aber wo ist jetzt Moana, Maui und Pua hin? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind sie alle zur Eiskönigin gegangen oder zu Tarzan. Das kann nicht sein, weil die Eiskönigin ist genau das Gegenteil. Die lebt im Winter und Moana lebt im Sommer. Stimmt, natürlich, auf einer tropischen Insel. Das kann nicht sein, dass sie irgendwo beim Eisfeld lebt. Wir müssen weitersuchen. Zum Glück haben wir euch. Schaltet nicht ab, aber ich sehe hier nichts außer parkende Autos. Ich auch nicht, Leute. Lasst mal alle ein Like da. Wir müssen unbedingt jetzt Moana finden. Für euch vor allem da draußen. Guck mal, da ist ein M. Ein M an der Wand. Für Moana. Ihr könnt es sehen, da steht es. Das muss dort sein. Moana. Nee, da steht Was? Maui? Maui. Nee, da steht... Leute, ich habe mich leider geirrt, da steht was ganz anderes mit M dran. Nein, aber es muss doch dort sein. Sie war dort in der Nähe. Sie war erst kürzlich da auf dem Dach. Warte mal, ich habe was gesehen. Wo? Ich muss zurück, da zwischen den Häusern. Ihr könnt es sehen, da unten. In der Gasse. Da war irgendwas. Leute, wir fliegen jetzt zusammen mit euch etwas näher. Vielleicht finden wir in dieser kleinen Gasse irgendwas. Ich hoffe es. Es muss unbedingt sein. Wir wollen sie doch alle zurückfinden. Da! Nein, oh mein Gott, ja, du hast Das sind alle! Oh mein Gott, das sind alle. Warum sind da jetzt auf einmal alle? Und was haben die vor? Da ist Maui, das Pua-Schweinchen und Hai, das Hühnchen. Aber hast du ihn gesehen? Er hatte eine Waffe bei sich. Eine Sichel. Ja, genau. Wie im Urwald im Tropischen, damit man die ganzen Palmen abschlagen kann. Aber wir sind doch hier in der Stadt. Was hat er damit vor? Vielleicht will er wirklich das Boot zusammenbauen. Er will sich ein neues Boot damit bauen. Aber in der Stadt kann man doch kein Boot bauen. Er braucht hier nur Holz und Nägel und dann kann er sich ein Boot bauen. Aber es gibt doch hier überhaupt keinen Ozean. Du hast recht, wohin geht er dann?
Ich weiß es nicht. Er braucht mindestens einen Helikopter und einen Hubschrauber. Das hat er aber auf gar keinen Fall. Und ihr seht es, hier ist eine Autobahn, hier ist weit und breit kein Meer, kein Wasser und kein Ozean. Dann müsste er wenigstens mit dem Auto fahren. Aber er kann nicht einfach ein Boot bauen hier. Vielleicht hat er sich wirklich ein Auto genommen. Ehrlich, wohin? Ich weiß es nicht, schaut mal da unten, da ist irgendwas Gelbes. Stimmt, da müssen wir jetzt mit der Drohne direkt hinfliegen. Komm, wir fliegen einfach ein Stückchen dahin. Oh mein Gott, das ist eine Brücke. Meinst du, der ist auf der Brücke? Ja, natürlich, wie im Ozean. Es gibt doch Seebrücken. Du hast recht, Seebrücken. Ja, natürlich. Auch im Meer gibt es eine Brücke an Land. Leute, es ist unglaublich, Mann. Schaut euch mal an, was da unten ist. Noch ein Spielplatz. Noch einer? Das kann doch nicht sein. Ihr kennt doch alle Moana, die liebt Spielplätze. Natürlich, weil die spielen dort immer wie dort damals auf der Insel. Aber da ist niemand. Guck mal, was fällt dir auf? Weit und breit keine Person. Aber warum ist da überhaupt keine Person? Es ist gutes Wetter. Die Leute kommen extra von der Insel, wo richtig schöne Sonne scheint. Aber es ist keine Person da. Da ist die Sonne. Wo? Da. Nein. Ah nein, ist nur ein Auto gewesen. Das war ein gelbes Auto, Flexi. Du hast dich leider geirrt, Mann. Ich dachte, es wäre ehrlich die Sonne, wie beim Ozean, wie bei Moana. Vielleicht hast du das ja auch gedacht, Leute. Hey, da ist was Blaues. Du hast recht. Das sind die Fahnen. Die Eiskönigin. Wollte ich gerade sagen, die Eiskönigin. Aber das ist nicht Moana. Wir suchen was Sommerliches. Und wenn die Eiskönigin in der Nähe ist, ist immer kalt. Da wird es richtig kalt. Ich fliege nochmal hier diesen ganzen Hochhaus entlang, weil ganz am Anfang des Videos hat Haya uns ja den Tipp gegeben, das Hühnchen. Irgendwo muss sie ja wirklich sein, weil sie muss ja mit dem Boot zurück zum Ozean gehen. Da steht was. Was ist da? Dori! Findet Dory von Findet Nemo. Ihr kennt doch alle Dory. Der Fisch, der im Ozean schwimmt. Ist das wirklich ein Hinweis von Moana und Maui? Oh mein Gott, ja, es ist auch Disney. Alles ist Disney. Vor allem alle Disney-Filme sind die besten Filme. Findet Nemo, findet Dory. Und die schwimmen alle in dem gleichen Ozean wie Moana und Maui. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal dieses ganze Gebäude an. Das ist komplett verspiegelt, als würden die nicht wollen, dass wir reingucken. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Mit eurer Hilfe werden wir sie finden. Ihr seht es, da ist irgendwas Goldenes, Leute. Was ist das? Da haben wir eine ganze Wand voller Gold. Das kann doch nicht sein. Da müssen wir hinfliegen. Ihr wisst doch, die ganzen Leute auf der Insel lieben so goldene, bunte Sachen. Natürlich, Hawaii. Schaut es an und es ist wirklich Hawaii. Leute, lasst ein Like da. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Schaut euch das an. Guck mal, das ist eine ganze Wand, die geht sogar bis hinters Haus. Oh mein Gott, Leute, ihr seht es. Alles glitzert, alles ist goldfarben oder vielleicht sogar echtes Gold. Aber Moana und Maui sind hier nicht. Disney Moana ist hier nicht. Wo sind die alle? Die waren doch gerade noch dort. Wo sind sie alle denn hin? Vielleicht ist Moana mit Maui ins Kino gegangen, um den neuen Disney-Film von Moana zu sehen. Teil 2, meinst du? Das wäre richtig krass. Oh mein Gott, dann müssten wir aber auch dort dahin. Wir fliegen jetzt wieder zurück zum Kino und gucken mal, ob wir in das Kino rein können, Leute. Wie cool wäre das? Ihr wart doch bestimmt alle schon im Kino und in dem Film. Aber wir waren noch nicht. Wir müssen unbedingt auch ins Kino. Wir haben den Film gesehen im Kino, aber wir sind noch nicht mit der Drohne ins Kino rein. Mit der Drohne ins Kino? Das war noch nie so weit. Okay, Leute, ihr seht hier unten den Eingang von dem Theater, von dem Kinohaus. Oh mein Gott, fliegen wir jetzt da wirklich rein mit der Drohne? Leute, lasst ein Like da. Wir werden mit der Drohne ins Kino fliegen. Wie cool ist das, Leute? Nein! Das ist Moana! Oh mein Gott, mit dem Paddel! Ah, die Drohne, die Drohne! Ey, wisst ihr, was das bedeutet? Moana will nicht, dass wir in den Kino gehen. Aber warum denn? Warum will Moana nicht, dass wir mit der Drohne den Kinofilm sehen? Ihr habt's gesehen, Moana hat mit dem Paddel einfach auf die Drohne eingeschlagen. Aber ich will einfach nicht, dass wir in den Kinofilm gehen. Aber warum nicht? Ich weiß es nicht. Warum will Moana verhindern, dass wir ihren eigenen Film sehen? Wir müssen jetzt unbedingt erstmal weiter. Schau mal, da hinten ist sie. Wo? Da hinten ist sie. Sie tanzt und sie steht hoch. Wir müssen hinfliegen. Da ist sie, Leute. Leute, wir werden jetzt Moana mit euch retten. Da ist sie.